Hallo und herzlich willkommen, liebe Lichtwanderer. Heute geht es um das Thema Matrix Clean Videos. Und neben mir hier sitzt Said, der diese wunderbaren Matrix Clean Videos für euch gemacht hat, der auch schon mit seinen Matrix Clean Sitzungen, Beratungen mit der Karmologie so vielen tausenden Menschen weltweit geholfen hat. Ja, herzlich willkommen, Said. Vielen Dank. Was ist denn eigentlich genau die Matrix? Das ist eine eigentlich einfache und trotzdem schwer zu beantwortende Frage, weil Matrix eine unsichtbare Konstruktion ist, die uns gefangen hält. Und mit Gefangenschaft meine ich, dass wir Menschen keine Freiheit mehr haben, wirklich unsere eigenen individuellen Entscheidungen zu treffen. Wir treffen immer kollektive Entscheidungen. Das heißt, es gibt Vorlagen, die aus der Matrix kommen, wie wir uns anziehen, was wir essen, was wir trinken, was für ein Haus ist Traumhaus, was für eine Frau ist eine Traumfrau, was für ein Mann ist ein Traummann, was für ein Job ist ein Traumjob und so weiter. Das sind alles Vorlagen, die schon von Kindesbein, die ersten Bücher, die ersten Alphabeten, die wir lernen, die ersten Bilder, die wir sehen, sind alle darauf ausgerichtet, dass wir nach Vorlagen leben und dass wir es nicht mal merken. Und die Gesamtheit von diesen Vorlagen nenne ich Matrix. Das heißt, eine unsichtbare Gefangenschaft, die uns wirklich jegliche Freiheit, dass wir unsere eigenen persönlichen Entscheidungen treffen, nimmt. Das bedeutet, das ist jetzt meine Meinung, jeder von uns ist ein einzigartiges Individuum. Jeder von uns, wirklich jeden von uns gibt es nur einmal in der Gesamtheit der Schöpfung. Und genauso sollten unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen, Aktionen und Reaktionen genauso einzigartig sein. Und das ist nicht der Fall. Unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Weltanschauung, selbst Glaubenssätze sind alle vorprogrammiert. Das heißt, wir werden programmiert. Von Anfang an, mit Fernsehsendungen, mit Zeitschriften. Und diese Programme werden von Generation an Generation einfach weitergegeben. Und das Ganze nenne ich Matrix. Das heißt, diese unsichtbare Matrix programmiert uns quasi, damit wir nicht unser eigenes individuelles Selbst verwirklichen können, sondern dass wir nach irgendwelchen Mustern leben. Mit anderen Worten, wir sollen nicht unsere Lebenskraft für unser Leben einsetzen, sondern Matrix aufrechterhalten. Das heißt, wir versorgen mit unserer Kraft Matrix mit Energie. Das machen wir auch mit unseren Krankheiten oder mit unseren, also das, was wir Menschen Pech oder Unglück und so weiter nennen. Alles, was existiert, ob Gutes oder nicht Gutes, besteht aus Energie. Nur das Dunkel, das Negative, das Böse, was einfach nicht gut ist, lebt nicht von sich aus, sondern muss immer mit Energie versorgt werden. Und Matrix ist eine bösartige Gefangenschaft und sie kann sich selbst nicht ernähren. Wir müssen sie ernähren. Wir geben Matrix Energie, indem wir nach kollektiven Vorlagen handeln, agieren, reagieren, Entscheidungen treffen, Autos kaufen, heiraten, Kinder kriegen, Familie gründen. All das, was wir tun, wirklich alles, was wir tun, sind kollektive Programmierungen. Mit anderen Worten, individuelle Probleme gibt es überhaupt gar nicht. Also das ist schon eine einerseits schreckliche Erkenntnis, andererseits sehr befreiend, dass wir Menschen glauben, die Probleme, die ich habe, hat sonst keiner. Also wir denken immer, ich bin der Einzige, der überhaupt Probleme hat und ich bin der Einzige, der solche Probleme hat und das ist nicht wahr. Die Probleme sind niemals individuell, die sind immer kollektiv. Nach Vorlagen, Mechanismen von der Matrix. Das heißt, wir treffen unbewusst nach Vorlagen von Matrix treffen wir bestimmte Entscheidungen und entsprechend bekommen wir maßgeschneiderte, also vorgefertigte Krankheiten. Und mittlerweile ist das sogar so,
dass sogar, das muss man sich einfach mal geben, die Haustiere bekommen unsere Krankheiten. Die Haustiere bekommen Krebs. Also Dinge, Epilepsie und so weiter, Dinge, die bis vor 50 Jahren typisch menschlich waren, bekommen sogar jetzt die Tiere. Wo kommt das denn her? Das sind alles, das heißt, unsere Krankheiten sind vorprogrammiert. Unser Unglück, unsere Einsamkeit, dass wir in Partnerschaft scheitern, dass wir nicht erfolgreich sind, dass wir kein Geld verdienen und so weiter, das ist alles vorprogrammiert, wirklich programmiert. Wenn wir diese Programme begreifen und uns davon lösen, dann wird das Leben unfassbar schön. Das Leben ist ein himmlisches Geschenk Gottes. Und wir leben trotzdem in Armut, sind Tag und Nacht beschäftigt mit irgendwelchen Problemen. Entweder sind das gesundheitliche Probleme, sind das partnerschaftliche Probleme, finanzielle Probleme, soziale Probleme, sexuelle Probleme. Wir sind ständig mit Problemen beschäftigt. Wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit zu leben. Wir sind permanent dabei, Probleme zu lösen und das ist nicht das Leben. Und deshalb habe ich diese Gnade bekommen, dass ich mit Matrix-Clean-Programmen Menschen helfen kann, das heißt, da rausholen kann. Und wie funktioniert das, dass du den Menschen mit den Matrix-Clean-Programmen hilfst? Da gibt es unterschiedliche Versionen. Zum Beispiel die eine Version, die mir sehr angenehm ist Menschen dabei zu unterstützen, diese kollektiven Programme, die man auf sie übertragen hat, zu löschen. Und zwar deshalb darf ich sie löschen, weil sie gegen die Schöpfung gerichtet sind. Weil die Menschen damit nicht einverstanden waren, in eine Gefangenschaft zu geraten. Zum Beispiel das mit der Taufe. Warum werden Babys eigentlich getauft? Wer hat das eigentlich erfunden? Ein Baby hat ja gar nicht die Möglichkeit, es spricht nicht mal, um zu sagen, ich möchte meine Religion selber herausfinden, ich möchte meine Beziehung zu Gott selber herstellen, ich möchte selbst die Entscheidungen treffen. Nein, das Kind wird getauft, ob jetzt christliche Taufe ist oder islamische oder buddhistische. Die Kinder werden in ein, sagen wir, vorprogrammiertes Umfeld hineingeboren und haben überhaupt keine Chance, eine andere Entscheidung zu treffen. Und das meine ich damit. Das heißt, die eine Version von Matrix-Clean-Programmen, die ich habe, ist, dass die Menschen von diesen kollektiven Programmen befreit werden. Die andere Version ist, dass die Menschen von Fremdenergien befreit werden. Das ist ein bisschen komplizierter, weil die kollektiven Programme sind ziemlich primitiv. Alle haben dasselbe Programm. Zum Beispiel, alle wollen eine Partnerschaft haben, aber sie wissen nicht, wozu. Wenn man sie fragt, warum willst du eine Partnerschaft haben, die Leute wissen es nicht. Sie können das nicht argumentieren. Wenn man sie fragt, warum hast du genau dieses Auto gekauft, sie können es auch nicht argumentieren. Man sagt ja, die Leute kaufen oder treffen in ihre Entscheidungen eher emotional. Und das ist also nicht bewusst. Irgendetwas passiert in einem und dann kauft man ein Handy oder man findet eine Frau toll, eine andere nicht und so weiter. Also kollektive Programme zu löschen ist relativ einfach. Und, also für mich. Und die andere Version ist Fremdenergien, das heißt Einflüsse von zum Beispiel Großeltern, von Eltern, Geschwistern, von traumatischen Erlebnissen, die da eine Rolle spielen, dass wir nicht frei sind. Und das andere ist, dass ich Menschen von bestimmten, ich sage immer, Ankettungen befreien kann. Manche sagen Eid, andere sagen Seelenverträge, manche sagen Bindung, andere sagen Fluch oder schwarze Magie und so weiter. Das sind unterschiedliche Namen, aber letzten Endes ist das alles dasselbe. Das bedeutet, die Menschen werden entweder durch kollektive Programme oder durch Fremdenergien oder durch energetisch-seelische Anbindung an irgendwas daran gehindert, ihr eigenes Leben zu führen. Und die andere Version ist, dass ich Menschen helfen kann, ihre ursprüngliche göttliche energetische Konfiguration wiederherzustellen, dass die Energie wieder fließen kann, dass sie wieder klar denken können, dass sie unterscheiden können überhaupt, was für sie gut ist und was nicht und so weiter. Es ist alles sehr vereinfacht jetzt auf die Schnelle gesagt, aber wir können auch einzelne Punkte einfach angehen. Du hast jetzt mehrere Versionen genannt. Die erste Version war diese kollektiven Programme. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Stellen wir uns vor, jemand wird in China geboren. Da kommt er kann noch nicht laufen, er sieht nicht richtig und er hört trotzdem die chinesische Sprache. Und er wächst einfach dort mit diesen Gepflogenheiten, die es in der Gesellschaft gibt. Wie die Menschen sprechen, wie sie sich anziehen, was sie tun, wie sie heiraten, wie sie Kinder kriegen. All das kriegt das Baby mit. Und das ist eine kollektive Gefangenschaft. Wir können sagen, Kultur zum Beispiel ist eine kollektive Gefangenschaft. Dass die Menschen immer auf dieselbe Art und Weise leben, erwachsen werden, heiraten, Kinder kriegen, studieren, die haben dieselben Gedanken, dieselben Wünsche, Träume, Ängste, das ist alles Kultur, also kulturelle Gefangenschaft. Wenn jemand in China so aufgewachsen ist, meinetwegen mit 20, und dann kommt er von China nach zum Beispiel Frankreich, dann ist das ein Kulturschock. Was meint man eigentlich mit Kulturschock? Das sind zwei völlig unterschiedliche kollektive Programme, kulturelle Programme, die aufeinander prallen. Und das schockiert einen auch, weil du das so kennst, du bist so aufgewachsen und du kennst es auch gar nicht anders und auf einmal siehst du es anders. Dann siehst du, dass die Menschen anders reagieren. Dass, wenn man zum Beispiel in Deutschland sagt, dann deutet man hin. Und in China macht man auf die Nase. Und es gibt bestimmte Handbewegungen, die sind absolut daneben, wenn man in China macht. Und in Japan sind sie okay oder in den USA sind sie okay und so weiter. Zum Beispiel, wenn man das Zeichen geben will, du hast es gut gemacht, machen man in manchen Kulturen so, in anderen machen so, in anderen machen so oder manche machen so. Und wenn man zum Beispiel in einem arabischen Land so macht, das ist eine Beleidigung. Das muss man sich mal vorstellen. Während in Europa das hier heißt, du hast es gut gemacht, toll oder ich finde toll, was du machst. Das sind kulturelle Gefangenschaften, die uns die Freiheit nehmen. Wenn man allein über die Kultur nachdenkt. Und diese kulturellen Gefangenschaften nehmen uns die Freiheit, dass wir selbst eine Entscheidung treffen können, wenn wir zum Beispiel in so einer Atmosphäre aufgewachsen sind. Die andere kulturelle, kollektive Gefangenschaft ist die Sprache. Wie ist überhaupt die Sprache entstanden? Ganz am Anfang waren es Gefühle. Dann sind das Laute geworden und dann sind Worte entstanden. Das heißt, also in jedem Wort gibt es bestimmte Informationen. Dass man zum Beispiel, wenn man in Englisch sagt, I love you, meint man damit was anderes, als wenn man in Deutsch sagt, ich liebe dich. Oder ich liebe es, wenn, oder ich mag es, ich mag dich und so weiter. Damit will ich sagen, die Worte haben einen kulturellen, also in der Sprache, einen kulturellen Inhalt. Und so wie du die Sprache von Muttersprache, von Kindesbein lernst, so denkst du auch. Das heißt, unsere Sprache beeinflusst unser Denkvermögen. So wie wir sprechen, so denken wir auch. Und so wie wir die Sprache lernen, von der Mutter oder wem auch immer in der Kindheit, wir lernen so zu denken. Wir können nicht Chinesisch reden, aber Amerikanisch denken. Wir können auch nicht Französisch, also in Frankreich aufwachsen und Französisch ist unsere Muttersprache, aber Deutsch denken oder Italienisch, das geht nicht. Wenn du in Deutschland aufwächst, dann lernst du nicht nur die deutsche Sprache als Muttersprache, sondern du denkst auch so. Du kannst nicht Französisch oder Italienisch denken. Und mittlerweile ist das natürlich multikulturell, dass jemand da geboren wird, woanders aufwächst und so weiter, das finde ich toll. Aber wenn ich sage, kulturelle Gefangenschaften, kollektive Gefangenschaften durch Kultur, durch Sprache, durch Musik zum Beispiel, durch soziale Gepflogenheiten wie zum Beispiel, wie heiratet man, wie gründet man eine Familie, wie findet man eine Frau, wie findet man einen Mann, wie kriegt man Kinder, was ist ein Haus, was für ein Haus ist ein Haus, was für eine Wohnung ist eine Wohnung, was für ein Auto sollte man fahren und so weiter. Das sind alles Gefangenschaften, kollektive Gefangenschaften, die uns die Freiheit nehmen. Das sind nur ein paar Beispiele, um einfach ein paar Beispiele zu nennen. Und wenn wir das von klein auf so lernen und gar nicht anders kennen, dann stellen wir es natürlich auch nicht in Frage. Und deshalb empfinden wir das dann irgendwo auch als normal.
Wenn eine weibliche Seele in arabische Länder inkarniert, dann kommt sie äußerst selten auf die Idee zu sagen, ich bin eine Frau, aber ich muss nicht heiraten. Eigentlich brauche ich gar keinen Mann. Dass ich sage, ohne einen Mann bin ich halber Mensch oder ich bin weniger wert oder ich bin das schwache Geschlecht. Auf solche Ideen kommen sie nicht. Wenn du dort als weibliche Seele inkarnierst, hast du schon die Programme in dir, dass du sagst, ich bin ein schwaches Geschlecht oder ich bin das schwache Geschlecht, ohne einen Mann bin ich halber Mensch oder gar nicht da. Ich muss heiraten, ich muss Kinder kriegen, ich muss eine Familie gründen und mit solchen Muss-Programmen, ich habe so von tausenden Frauen aus Iran, aus arabischen Ländern, aus der Türkei und so weiter gehört, sie hatten keine andere Wahl, man hat sie verheiratet. Man hat sie gar nicht gefragt, gefällt es dir oder willst du überhaupt heiraten, willst du Kinder kriegen? Die Frauen sind sogar daran gehindert, man hat ihnen sogar gedroht, dass man sie umbringt, wenn sie nicht heiraten. Da denkst du dir, was ist das für eine Kultur? Was sind das für Programme? Dass man die Frau sogar von der Uni mit Prügel von der Uni nach Hause gebracht hat. Du bist eine Frau, wozu willst du studieren? Du musst heiraten und Kinder kriegen und dem Mann dienen. Oder von tausenden solchen Frauen habe ich gehört, dass der sogenannte Ehemann sie geschlagen hat, vergewaltigt hat. Sie sind weinend zu eigenen Eltern gegangen. Und die Eltern haben gesagt, das ist dein Leben, du musst zurück zu ihm, du musst es trotzdem aushalten. Also überleg mal, eigene Tochter an so einen monströsen Mann auszuliefern, das ist kulturell bedingt, das ist nicht rational, das kann man nicht argumentieren. Und das sind alles kulturelle, soziale Gefangenschaften, die Menschen daran hindern, ihr eigenes Leben zu leben. Und jetzt überlegt man, wenn man einem, sagen wir, 17-jährigen, 15-jährigen, 20-jährigen Mädchen die Möglichkeit nimmt, eigenes Leben zu starten, sie kriegt dann 2, 3 Kinder, und dann mit 30 stellt sie fest, das ist gar nicht mein Leben, was macht sie dann, wenn die Kinder da sind? Kinder kriegen ist auch so ein Programm, dass viele Frauen aus solchen Kulturen der Auffassung sind, ich habe eine Gebärmutter, ich habe biologisch die Möglichkeit, Kinder zu geben, also muss ich auch. Und das ist einfach nur Irrsinn, das ist nur verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Das ist so ungefähr, wie wenn man sagt, ich kann meine Hand zur Faust machen, also kann ich auch zuschlagen, muss ich zuschlagen, dafür habe ich auch eine Faust. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn, man kann das rational nicht erklären. Dass es auch Frauen gibt, die ein anderes Leben führen wollen, dass sie keine Kinder haben wollen oder nicht heiraten wollen, frei sein wollen oder was weiß ich, was sie für Pläne haben. Ob richtig oder nicht richtig, dass sie die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Die Freiheit haben sie nicht und nicht nur in arabischen und persischen und Südländer-Mentalität, Kulturen wie Türkei oder Italien. Nicht nur dort haben die Frauen keine Freiheit, sondern sie haben fast nirgends eine Freiheit, weil diese kulturellen Gefangenschaften unsichtbar sind. Also nur ein paar Beispiele gebracht zu haben, was kulturelle Gefangenschaften sind. Und interessant ist nur, dass, also ich muss das so erklären, die Erde hat eine Seele. Die Erde ist ein lebender Organismus. Hier dieser Planet, auf dem wir leben. Diese Erde hat eigene Frequenz, hat eigenen Ton, kommuniziert mit anderen Planeten, mit der Sonne. Also sie reden miteinander, wie Bäume miteinander reden. Oder Tiere miteinander reden, zum Beispiel Vögel. Lange bevor die Sonne hochgeht, wissen sie, dass jetzt ein neuer Tag beginnt und fangen an, miteinander zu kommunizieren. Wo gehen wir heute hin? Was wollen wir heute unternehmen? Was wollen wir Schönes machen? Wer kann wem helfen? Und so weiter. Obwohl die Sonne noch gar nicht da ist, weil sie den Ton, den wir nicht hören können, von der Sonne hören. Das heißt, erst kommt die Schwingung, dann kommt der Ton und dann kommt die Sonne, das Licht, dann fängt es an hell zu werden. Und die Erde ist ein lebender Organismus, deshalb bringt auch die Erde lebende Pflanzen, Blumen und so weiter hervor. So, und wenn wir das begreifen, dass die Erde eine Seele hat, eine siebenschichtige Seele, wie wir auch,
Und so wie bei uns Menschen unsere Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und so weiter in uns, in unserer Seele gespeichert werden, werden diese Dinge auch in der Atmosphäre, sogenannte Atmosphäre, Atmosphäre ist die Seele der Erde, werden dort auch gespeichert. Und ich habe ein Sonderkonto dort und kann meine Matrix-Clean-Programme einerseits dort speichern, zum Beispiel in Form von Matrix-Clean-Videos. Und habe ich tausendmal bewiesen, dass es geht. Die Leute zum Beispiel schauen sich eine Aufzeichnung von einem Seminar oder live und so weiter an, indem ich diese Matrix-Clean-Programme gegeben habe. Und die Videos wirken, weil von dort alles runtergeladen werden kann. Das heißt, diejenigen, die sich das Video anschauen, können diese Programme runterladen und dann wirkt es auf sie. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, diese Matrix-Clean-Videos zu machen. Und diese kulturellen Gefangenschaften, Programme, werden auch in der Seele gespeichert. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine Frau in ein arabisches Land inkarniert, in so einer Kultur aufwächst, dann hat sie eine energetische Anbindung, also Gefangenschaft, mit diesen kulturellen Energien, die Speicherungen oder Archiven oder Konten, wie man es auch nennen will, in der Atmosphäre. Sie ist daran gebunden. Und ich bin imstande, diese Bindung zu lösen. Jetzt überlegt mal, welche Tragweite das hat. Was für eine Freiheit die Leute bekommen. Und übrigens, dasselbe gilt auch für Alkohol zum Beispiel, für Pornografie, Zigaretten, Drogen. Menschen, die von diesen Sachen, von diesen Suchtprogrammen nicht loskommen können, sind an diesem kollektiven Ding gebunden. Und solange sie diese Anbindung haben, kommen sie davon nicht weg. Und für mich dauert das ein paar Sekunden, um sie davon zu lösen. Diese Freiheit kann ich Menschen geben, dann sind sie frei, aber dann müssen sie sich auch daran halten. Das heißt, wenn sie wieder anfangen zu rauchen oder zu trinken, dann sind die Programme wieder da. Es sind ja quasi unbegrenzte Möglichkeiten, die du den Menschen da gibst. Ja, also das mit kultureller Gefangenschaft und so weiter, soziale Gefangenschaft oder sprachliche Gefangenschaft, das sind alles Gefangenschaften. Die Menschen haben die Freiheit, vor allem junge Menschen, was mir sehr wehtut, junge Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, wirklich eigene Gedanken zu denken, eigene Gefühle zu entwickeln, eigene Lebenseinstellung zu entwickeln. Sie haben die Freiheit überhaupt nicht. Man nimmt ihnen alles, was sie haben. Ja, in der Schule oder im Kindergarten fängt das ja eigentlich schon an, dass man lernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und dass auch die Kinder immer weniger Zeit haben, sich zu entfalten. Die Schulzeit ist immer länger, es gibt immer mehr Hausaufgaben, es gibt diese Ganztagsschulen. Früher, weiß ich, da hatte man nachmittags frei, konnte mit den Kameraden spielen, seine Erfahrungen machen, sich austoben, irgendwas lernen, aber das gibt es ja heute irgendwie kaum noch. Die Kinder, Jugendliche, die haben so einen straffen Stundenplan. Vormittags ist Schule, vielleicht bis in den Nachmittag hinein. Dann gibt es Hausaufgaben und dann muss man zum Ballett, man muss dahin, man muss irgendwelche Sachen machen. Man kann sich gar nicht mehr so frei entwickeln einfach. Kinder werden nicht erzogen, sondern gezüchtet und programmiert, weil man damit zukünftige Konsumenten und Arbeiter züchten will. Das ist das, was das ist der Hintergrund von Bildungssystem weltweit. Es gibt natürlich Ausnahmen und die Ausnahmen gelten nur für eine kleine Elite. Aber normale Menschen, normalsterbliche Menschen bekommen überhaupt keine Chance, eine Bildung zu haben. Egal was für eine Bildung, egal worüber. Die Menschen wissen gar nichts. Nichts. Das heißt, sie dienen eigentlich quasi nur als Batterien der Matrix, um diese am Laufen zu erhalten. Indem sie die Programme, kollektive Programme erfüllen, liefern sie oder beliefern sie Matrix mit Energie und verlieren Energie. Also man verliert Energie. Indem man Zigaretten raucht, verliert man Energie an Matrix. Indem man Drogen nimmt, Fernsehen guckt, Hollywood-Filme, das ist alles Manipulation. Davon ist wirklich überhaupt nichts mehr echt. Du hattest vorhin noch einen anderen Punkt erwähnt, und zwar die Fremdenergien. Dass auch Fremdenergien an Menschen sind, von denen du sie befreien kannst mit den Matrix-Clean-Programmen. Könntest du dazu noch was sagen? Mit Fremdenergien meine ich zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, kommuniziert
die Seele der Mutter mit der Seele des Kindes. Aber auch körperlich findet eine Kommunikation statt. Das heißt, was die Frau isst, also die Mutter isst, trinkt, denkt, fühlt, welche Einstellung sie hat, wie sie die Welt empfindet, ob sie sich selbst für schön hält oder das Leben für schön hält oder die Welt, oder denkt sie, die Welt ist grauenvoll, das Leben ist unfair und so weiter. All das werden wirklich alles wird auf das Baby, das noch nicht mal geboren ist, übertragen. Und damit werden zum Beispiel DNA oder Organe werden manipuliert oder programmiert. Ich würde eher sagen programmiert. Und zum Beispiel Wut wird in die Leber gespeichert. Zum Beispiel emotionale Belastung wird im Magen gespeichert. Und so weiter und so fort. Das heißt, das Baby wird programmiert eigentlich geboren. Das sind Fremdenergien. Das sind nicht die individuelle persönliche Dinge, sondern von anderen. Ich bin der Auffassung, alles, was von anderen ist, in mir existiert, aber ist nicht von mir. Das sind alles Fremdenergien und gehören nicht dahin. Ich sage immer das Beispiel, wenn ich sage, ja, ich habe Hunger, ich will Pizza essen. Ich setze mich ins Auto und sage, ich hole mir jetzt eine Pizza. Und wenn im Auto mein Großvater, meine Großmutter, meine Tante, mein Onkel, meine Freundin, mein Freund, Nachbarn und alle da sitzen und jeder von ihnen hat einen anderen Geschmack. Jeder von ihnen sagt, ach, Pizza, das ist doch langweilig, hol dir einen Döner. Der andere sagt, nein, kein Fleisch, hol dir Salat. Jeder sagt irgendwas anderes. Es passiert alles in mir und ich merke es nicht mal, dass das gar nicht meine Gedanken sind. Dass ich eigentlich überhaupt gar keinen Hang habe zu Döner. Ich mag Döner überhaupt nicht, zum Beispiel. Und ich hole mir trotzdem Döner. Und ich esse etwas, was mein Körper sagt, tu es nicht, und ich esse es trotzdem. Weil meine Großmutter, die längst tot ist, wobei es keine Rolle spielt, ob sie tot ist oder in dieser Welt ist, auf mich immer noch wirkt. Das heißt, diese Fremdenergien manipulieren mich, irritieren mich, dass ich gar nicht erkennen kann, was ist überhaupt gut für mich, was ist von mir und was nicht. Das sind Fremdenergien. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich Menschen frage, was willst du? Eine eigentlich total einfache Frage. Ich kenne niemanden, der das weiß. Wenn man die Leute fragt, was willst du? Was macht dich glücklich? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Was möchtest du haben oder was bedeutet Glück für dich? Wie stellst du dir ein glückliches Leben vor? Sie wissen es deshalb nicht. Eine Ursache sind die Fremdenergien. Fremdenergien bedeutet, dass fremde Anteile, Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, alles Mögliche, die übrigens auch aus anderen Inkarnationen kommen können, uns so beeinflussen, dass wir uns selbst überhaupt nicht mehr erkennen können. Obwohl es eigentlich total einfach wäre, dass man begreift, ich bin so, ich mache es so, also bewusste Entscheidungen, ich mag es so und so weiter. So weit kommen die Menschen nicht, vielleicht mit 50, mit 60, mit 80, 70, aber man kann es auch mit 10, 12 lernen, wenn diese Fremdenergien weg sind. Also Fremdenergien sind auch Lebenseinstellungen, auch Glaubenssätze, auch wie Sichtweisen, Lebensphilosophien und so weiter. Das sind alles Fremdenergien. Jetzt stell dir jemanden vor, der sagt, zum Beispiel bei jungen Menschen, vor allem Frauen, die sind ja viel empfänglicher für Fremdenergie, dass sie sagen, ich will jetzt studieren, aber ich habe keine Ahnung was. Ich finde keine Antwort, was will ich überhaupt werden? Soll ich Arzt werden, soll ich Anwalt werden, soll ich dies oder jenes studieren? Und wenn man dann hört, auf welche abartige, abenteuerliche Ideen sie kommen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das heißt, du siehst den Lebensplan, du siehst das System, du siehst das Horoskop und du hörst, was sie sagen, dann denkst du, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und das ist auch mit einem Grund, warum die meisten, die an der Uni studieren, irgendwann aufgeben oder, wenn sie es abschließen, arbeiten nie in diesem Fach. Weil sie einfach irgendwas gemacht haben nach dem Motto, irgendwas ist besser als nichts. Also das sind auch Fremdenergien. Also kollektive Programmierung in Form von sozialen Programmen, in Form von gesellschaftlichen oder kulturellen oder sprachlichen
Und dann die Fremdenergien, egal von wo, ob individuelle Fremdenergien von irgendjemandem oder kollektive Fremdenergien oder Energien aus anderen Inkarnationen in Form von Gedanken, Gefühlen, Entscheidungen, Geschmacksrichtungen. Von wie vielen Frauen habe ich gehört, sie konnten Fleisch überhaupt nicht mal riechen. Und als sie schwanger geworden sind, hatten sie komplett Lust darauf und haben ständig Fleisch gegessen. Das ist auch die Manipulation von dem werdenden Kind, von dem Baby auf die Mutter. Die Mutter wird auch von dem Baby manipuliert. Das heißt, je nachdem, wer, sagen wir, stärker ist, überträgt seine Programme auf den anderen. Das sind trotzdem Manipulationen. Das heißt, die Mutter isst etwas, was eigentlich für ihren Körper nicht gut ist, für das Baby vielleicht, aber nicht für sie selbst. Das sind alles Fremdenergien. Ich formuliere es immer so, dass ich sage, wenn ein Auto so schmutzig ist, dass man die Marke nicht erkennen kann, und wenn man aber das Auto wäscht, dann fängt das an zu glänzen, dann sieht man, welche Marke, Modelle und so weiter. Bei Menschen ist das auch so. Wenn diese ganzen abartigen Staub und Dreck und komische Gedanken und kulturelle Gefangenschaften, wenn sie alle weg sind, dann kommt der Mensch langsam zum Vorschein. Zum Beispiel mein Google-Profil ist voll von solchen Beispielen, wie die Leute Bewertungen gegeben haben. Sie können es überhaupt nicht fassen, dass sie sich jetzt völlig anders fühlen, viel freier, entspannter. Sie können überhaupt nicht mehr Wut empfinden wie früher oder Trauer empfinden oder zweifeln nicht mehr an sich selbst und haben viele emotionale Schwankungen, die sie früher hatten, überhaupt nicht mehr. Ein Paradebeispiel für Fremdenergien, das sind die Frauen, das macht mich besonders glücklich, vor allem junge Frauen, die massive körperliche Probleme haben, wenn sie ihre Tage bekommen. Und in der Regel liegt das entweder an der Mutter, weil die Mutter diese weibliche, komischen Dinge auf die Tochter übertragen hat, wie Männer sind alle gleich, sie wollen nur Sex haben, die Welt ist grauenhaft, ich bin eine Mutter, ich bin eine Frau und ich bin das schwache Geschlecht, du auch und solche Dinge. Wenn diese Programme weg sind oder sexuelle Hinterlassenschaften von Männern, wenn sie weg sind, du glaubst gar nicht, wie vielen Frauen ich geholfen habe, innerhalb von Sekunden, dass sie einfach nie wieder Schmerzen hatten, wenn sie ihre Tage bekommen haben. Und die Tage, statt 7 Tage, waren nur noch 2 Tage, weil das eben Reinigung ist. Also das sind alles Beispiele von Fremdenergien. Ja, was mir dazu gerade noch einfällt, es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Frauen, die so Ende 30 sind, immer sagen, ihre biologische Uhr läuft ab und sie würden jetzt gerne ein Kind bekommen, es wird höchste Zeit. Oder dieses Gefühl fast von einer Panik, ich muss jetzt unbedingt schwanger werden. Das sind ja dann sicher auch Fremdenergien oder die Seele von irgendwelchen Kindern, die in diese Welt will. Ja, das habe ich in meinem Buch über Schwangerschaft, der größte Betrug an Frauen, habe ich ziemlich ausführlich erklärt, dass entweder die Großmutter, die Mutter, die Frau bombardiert mit diesen Gedanken aus der Ferne, du, mir ist langweilig, ich brauche ein Enkelkind, wieso wirst du nicht schwanger? Oder sind das irgendwelche Seelen aus astralen Welten, die durch eine Frau inkarnieren wollen und bombardieren sie, besonders wenn sie Medikamente genommen hat oder Alkohol getrunken hat oder was meinst du, wie viele Schwangerschaften unter Drogeneinfluss entstehen oder Alkoholeinfluss oder dass die Frau einfach nicht ganz da ist. Das heißt, die Frau wird betäubt, betrogen und schwanger gemacht. Und danach geht es mit ihr, weil das energetisch einfach nicht korrekt ist, weil sie das Kind eigentlich nicht wollte, ein fremdes Kind, geht es mit ihr energetisch abwärts. Und wenn sie schwanger wird, dann gibt sie sich auf. Sie gibt ihre Pläne auf, sie hört von jetzt auf gleich auf zu existieren. Dann ist sie nur noch eine Mutter, sie ist keine Frau mehr, sie ist kein Mensch mehr, sie ist noch nur eine Waschmaschine, eine Spülmaschine und funktioniert nur noch. Und das tut mir sehr weh. Ich habe nichts gegen Schwangerschaften und Kinderkriegen, aber bitte nicht so. Also das sind nur minimale Beispiele, damit wir Fremdenergien verstehen. Das andere, was ich dann wegschaffe bei Menschen, das sind Dinge, die aus der Vergangenheit, und die Vergangenheit kann 10 Minuten alt sein oder 10.000 Jahre alt sein. Das sind Anbindungen zum Beispiel an anderen Inkarnationen, an bestimmten Häusern, an bestimmten Religionen, an bestimmten Vereinigungen oder Personen oder sowas. Das sind Bindungen, wir werden energetisch gesehen wie ein Hund an einen Baum angeschlossen
Und wir können noch so viel versuchen, weiterzulaufen, Freiheit, ich will frei sein, aber es funktioniert nicht, weil die energetische Bindung, diese Ankettung an irgendetwas noch existiert. Und ich kann innerhalb von Sekunden das lösen. Innerhalb von Sekunden, überleg mal, was für eine Gnade mir zuteil geworden ist, dass ich das kann. Und das ist auch sowas. Also die Menschen werden nicht nur, die zu mir kommen, werden nicht nur von kollektiven Programmen, nicht nur von Fremdenergien, sondern auch von Vergangenheit befreit. Und egal wie alt diese Vergangenheit ist, egal wie massiv die Bindungen sind, werden sie gelöst. Das heißt, viele Probleme oder Blockaden, eigentlich alle Probleme und Blockaden kommen immer aus der Vergangenheit, niemals aus der Gegenwart. Also wir haben in der Gegenwart keine Probleme. Wir haben Probleme aus der Vergangenheit, nur jetzt werden sie sichtbar. Das heißt, die Ursachen sind immer in der Vergangenheit. Deshalb kann ich diese komischen Meister überhaupt nicht ausstehen, die sagen, Vergangenheit ist vorbei, Zukunft ist nicht da, dann guck einfach, dass du den Moment genießt und so weiter. Das ist einfach eine Lüge. Weil Vergangenheit für mich nicht vorbei ist. Die Vergangenheit ist erst vorbei, wenn sie keine negative Wirkung mehr auf uns hat. Das heißt, wir sind frei von der Vergangenheit und das sind wir nicht. Solange wir blockiert sind, solange wir unter irgendwelche traumatischen Erlebnissen, Kindheitserlebnissen und so weiter leiden, ist die Vergangenheit nicht vorbei. Und da setze ich auch daran an, Menschen zu helfen, davon frei zu kommen. Also das zu lösen, also ich lösche es nicht nur, sondern ich erkläre es Menschen, wenn sie meine Beratung in Anspruch nehmen, so dass sie verstehen, die Zusammenhänge verstehen und in ihrem Bewusstsein auch davon wegkommen. Ja, das heißt, damit hat die Vergangenheit dann keine negative Wirkung mehr auf diese Menschen. Richtig. Und die andere Version ist, dass ich die ursprüngliche, schöpferische, göttliche, energetische Konfiguration herstellen kann, so als wäre nie irgendwelche Belastungen da gewesen. Das ist ein langsamer Prozess. Man muss verstehen, wenn ich diese Schöpfungsmuster übertrage auf jemanden, dann also der Körper und die Seele, sie nehmen es an, sie nehmen es auf und machen das Beste daraus. Und deshalb weigere ich mich als Heiler oder Superheiler oder Wunderheiler zu betrachten, weil ich gar kein Heiler bin. Das macht der Körper selber. Ich gebe nur diese Schöpfungsprogramme, man könnte jetzt auch sagen energetische Anregung, und der Körper macht sich selber heil. Die Seele macht sich selber heil. Die energetische Konfiguration macht sich selber heil. Und das bedeutet, dass bei jedem Menschen ist es anders. Die Reaktion oder wie schnell sie sich von etwas lösen oder wie die Reaktionen kommen. Manche lachen ständig, andere weinen, andere können nachts nicht schlafen, manche schlafen wie ein Baby. Je nachdem, 1, 2 Tage dauert es, bis die Programme komplett durch sind. Oder eine Woche, meinetwegen, je nachdem, wie schwerwiegend die sind. Ich gebe nur diese Schöpfungsprogramme aus der Bibliothek Gottes. Und der Körper und die Seele des jeweiligen macht den Rest. Von daher kann ich mich gar nicht als Heiler empfinden oder dass ich sage, ich mache eine tolle Arbeit. Das macht der Körper, das macht die Betroffene selbst. Das heißt, wenn ich irgendwelche zum Beispiel, wenn jemand sagt, übrigens was Gesundheit angeht, ist dasselbe. Das ist auch eine andere Version von meiner Arbeit, Matrix-Screen-Programmen, dass wenn jemand sagt, du hast auch selbst solche Leute kennengelernt in meinen Seminaren, sie waren abhängig von Drogen zum Beispiel oder von Alkohol oder von Zigaretten und sie haben gesagt, ich will damit aufhören, ich schaffe das nicht. Dann habe ich gesagt, du musst erstmal dich hinsetzen, darüber nachdenken, warum du rauchst, warum du immer noch rauchst. Du weißt, es ist nicht gesund und so weiter, aber du rauchst trotzdem. Du musst doch irgendeinen Grund haben. Irgendeinen Grund, zum Beispiel du sagst, ich habe Stress, die Zigaretten entspannen mich oder das gehört zu meinem Lebensgefühl dazu, was auch immer. So, das ist dann ein Grund. Jetzt musst du einen Grund finden, warum du damit aufhören willst. Weil du musst doch Gründe haben. Also der Mensch braucht immer einen Grund, wenn er diese Anstrengung auf sich nehmen will. Das ist ja nicht einfach, mit Zigaretten aufzuhören. Das ist ja nicht einfach, mit Drogen aufzuhören, mit Tabletten oder Alkohol und so weiter. Man braucht einen wirklich starken Grund, der stärker ist als die Sucht. Ich kann den Leuten diesen Grund nicht liefern, das müssen sie selbst machen. Und wenn sie diesen Grund gefunden haben, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich trinke ständig Alkohol, hilf mir, dann sage ich demjenigen,
Punkt Nummer 1, finde heraus, warum du das machst. Also wann hat es angefangen, in welchen Situationen trinkst du und so weiter. Punkt Nummer 2, finde den Grund, mach dir bewusst, warum du damit aufhören willst. Und dann komm nochmal zu mir. Und dann sagen sie, der Grund war das und ich will deshalb damit aufhören, weil... Und dann sage ich, okay, jetzt kann ich dir helfen. Dann lösche ich die Programme, Alkohol, das sind auch Programme. Das sind Programme, Energieprogramme. Ich lösche die Alkoholprogramme im Gehirn, das sind bestimmte Ebenen im Gehirn, wo die Dinge gespeichert werden. Dann in der Leber, Magen, Speiseröhre, Schleimhäute und so weiter. Und dann sind sie weg. Dann können die Leute Alkohol überhaupt nicht mehr riechen, weil das, was sie vorher gemacht haben, Alkohol getrunken haben und die Programme, die ihnen existiert haben, die waren identisch. Deshalb passte das. Weil normalerweise ein Mensch, der einen, sagen wir, natürlichen Bezug zu seinem Körper hat, kann kein Alkohol trinken. Alkohol schmeckt scheußlich, riecht scheußlich und tut niemandem gut. Man kann trotzdem Alkohol trinken, wenn man Alkoholprogramme in sich trägt. Von welcher Inkarnation oder von der Mutter, wenn die Mutter bei Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, dann sind die Programme auch im Baby drin. Und dann wird das Baby auch irgendwann, wenn es geboren und aufgewachsen ist, wird es auch zu einem Alkoholiker. Diese Programme werden gelöscht, als hätte der Mensch nie Alkohol getrunken. Und wenn der Mensch dann trotzdem Alkohol riecht, dann kann er damit überhaupt nichts mehr anfangen. So, das heißt, er ist davon frei. Aber wenn er trotzdem Alkohol trinkt, ein einziger Schluck, dann sind alle Programme, die ich gelöscht habe, 1:1 wieder da. Das heißt, ich kann Menschen nicht ändern. Ich gebe ihnen die Freiheit, die man ihnen genommen hat. Was sie mit dieser Freiheit machen, ob sie dann wieder Alkohol trinken, sie sind ja frei, ich kann sie ja nicht dazu zwingen. Ich kann ja nicht mit Hypnose zum Beispiel sie manipulieren und sagen, ab jetzt trinkst du keinen Alkohol. Nein, das ist falsch, das ist satanisch. Hypnose ist satanisch. Das ist ein Eingriff in die Willenskraft eines Menschen. Und das mache ich nicht, sondern der Mensch ist frei, bleibt frei. Er kann so viel Alkohol trinken, bis er tot ist, so viel Zigaretten rauchen, bis die Lunge komplett versagt. Die Freiheit haben sie. Und ich darf ihnen die Freiheit weder nehmen noch einschränken, sondern im Gegenteil, ich gebe ihnen die Freiheit. Und dann müssen sie dranbleiben und Alkohol nicht mehr trinken und Zigaretten nicht mehr rauchen. Das heißt, diese Entzugserscheinungen kann ich erheblich leicht erleichtern, sodass die Menschen wirklich relativ leidlos sich davon befreien können. Es gibt ja, weißt du auch selbst, hunderte solche Beispiele. Und deshalb ist der Grund so wichtig, dass Sie Ihren eigenen Grund haben, warum Sie mit etwas aufhören wollen. Das heißt, das Bewusstsein muss dahinter stehen. Der Mensch muss ein anderes Bewusstsein haben zu dem, wovon er sich befreien will. Das heißt, wenn das Bewusstsein ein Alkoholbewusstsein ist, dann kommt der Mensch davon nicht los. Der Mensch braucht ein anderes Bewusstsein. Zum Beispiel dadurch, dass er sagt, aus diesem Grund habe ich mit Alkohol angefangen oder ich trinke immer noch Alkohol, wenn das passiert, wenn dies passiert, wenn ich mich wohlfühle oder wenn ich traurig bin und so weiter. Das ist ein starkes, wie sagt man, Bewusstsein, dass man bewusst wird, warum man Alkohol trinkt. Und dann, wenn man bewusst einen Grund hat, dass man sagt, aus diesem Grund will ich darauf verzichten. Also ein Grund, der viel mächtiger ist, viel schöner ist, dass man sagt, jetzt habe ich eine Motivation, ist mir egal, wie viel Leid ich ertragen muss und so weiter. Ich trinke nicht mehr, fertig. Auch nicht Gläschen Wein, bisschen Alkohol hier, bisschen da, schadet nicht. Das ist alles Quatsch. Alkohol ist schädlich. Ob Rotwein, Weißwein, Sekt oder Bier oder wie man es auch nennen will, Alkohol ist Nervengift und macht das Bewusstsein kaputt, macht das Gehirn kaputt, macht eigentlich alles kaputt im Körper. Also diese gesunde Maß an Alkohol ist nur Blödsinn. Das hat nur Alkoholindustrie in die Welt gebracht, dass wenn man ein bisschen hin und wieder Alkohol trinkt, ist nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. Es ist einfach so. Gift ist Gift. Ob wenig oder mehr oder manchmal, Gift ist trotzdem Gift. Und wer glücklich werden will, darf sich nicht zerstören. Und die Menschen brauchen einen Grund, wenn sie sagen, einen stärkeren Grund, wenn sie sagen, ich will nicht mehr rauchen. Dann müssen sie sagen, warum nicht. Und wenn der Grund stark genug ist,
Also ich helfe Ihnen auch. In einer Beratung helfe ich Ihnen. Ich erkläre Ihnen, warum Sie mit Rauchen angefangen haben, was passiert ist, welche Programme in Ihnen existieren und so weiter. Das muss Ihnen bewusst werden und ich liefere Ihnen auch den Grund. Ich helfe Ihnen, dass Sie selber auch den Grund finden, dass Sie sagen, für das, was ich erreichen will, da wo ich hin will, passt Alkohol eigentlich gar nicht hin. Also ich kann nicht Alkohol trinken, Zigaretten rauchen und Sport machen, das passt nicht. Entweder oder. Und dann muss man, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind eigentlich auch bei mir, sind alle in zwei Richtungen. Willst du leben oder willst du sterben? Wenn du leben willst, dann machst du dich glücklicher, reicher, schöner, intelligenter, all diese positiven Dinge. Und wenn nicht, dann eher umgekehrt. Ärmer, kränker, dann ist eigentlich alles egal, was du hast. Du kannst machen und lassen, was du willst, weil du gar keinen Grund hast, warum du gesund sein sollst. Du hast ja gar kein Ziel. Und wenn du ein Ziel hast und sagst, da will ich hin, also passt Zigaretten nicht hin, Alkohol passt nicht hin, Drogen passen nicht hin, und dann hast du einen Grund. Und jeder hat einen Grund, um glücklich zu werden. Jeder hat einen eigenen Weg, um glücklich zu werden. Nur die Menschen werden trainiert, programmiert, dass sie auf solche Ideen gar nicht kommen. Und deshalb macht es Sinn, wenn Sie eine Beratung von mir in Anspruch nehmen. Noch gebe ich Beratung, aber also telefonische Beratung. Aber die Zeit wird immer knapper, die Arbeit wird immer mehr. Und auf kurz oder lang kann ich mir gar nicht mehr zeitlich schon nicht leisten, Beratungen zu geben. Aber aus der Ferne diese Matrix Clean Programme und neuerdings jetzt Matrix Clean Videos, das ist auch für mich eine große Freiheit. Für jedes Problem, für jede Angelegenheit oder für jedes Ziel, auch für die Ziele gebe ich Matrix Clean Videos, dass die Leute sich die Videos einen Tag lang so oft wie sie wollen anschauen können. Und dann ist es auch gut für mich, das ist auch eine große Freiheit für mich, dass ich mich um meine Kompositionen kümmern kann. Ich mache ja auch Filmmusik, ich mache Pop-Songs, ich schreibe Bücher, ich bereite Seminare vor und so weiter, dass ich mehr Zeit dafür habe. Das ist auch schön für mich. Ja, du machst ja so viele Sachen, du bist ja so ein Multitalent. Und da ist es ja eigentlich eine große Ehre oder große Freude, wenn du dir die Zeit nimmst für jemanden und die Matrix-Clean-Sitzungen machst und überhaupt auch die Matrix-Videos. Was ist denn eigentlich so genau der Unterschied, wenn du jetzt so eine persönliche Matrix-Clean-Sitzung machst oder wenn jemand ein Matrix-Clean-Video in Anspruch nimmt? Also maßgeschneiderte Matrix Clean Sitzung oder Programme gibt es zwei Versionen. Einmal, die Leute buchen einfach eine Sitzung. Aktuell biete ich das noch an, bald nicht mehr. Aber aktuell biete ich das an. Die Leute buchen einfach eine Matrix Clean Sitzung und sagen, diese Probleme habe ich, diese Wünsche habe ich, und dann mache ich es, sofern es mir möglich ist, aus der Ferne. In der Regel abends, wenn sie schlafen oder wenn sie sich leisten können, am Tag, wenn sie sich ins Bett legen, dann mache ich das auch. Das ist die eine Version. Das sind maßgeschneiderte, auf das persönliche System angepasste Programme. Und die andere Version ist in der Beratung. Das ist viel intensiver, weil wir auch auf Bewusstseinsebene miteinander kommunizieren, dass ich Ihnen helfe zu verstehen, wo die Probleme eigentlich herkommen. Dann hat man Aha-Erlebnisse, man hat Aha-Effekte, dann sagen Sie immer, auf solche Ideen wäre ich nie gekommen. Dann haben Sie ein anderes Bewusstsein und das ist ein gewaltiger Sprung nach vorne. Und dann gebe ich Maße, also ich mache mir Notizen, welche Probleme Ursachen wir gefunden haben. Und dann kriegen Sie auch eine Matrix-Clean-Sitzung. Das ist die stärkste, bis jetzt die stärkste Version Matrix-Clean-Sitzung, die die Leute bekommen können. Das heißt, wenn die Leute ob 30 Minuten oder 60 Minuten Beratung von mir buchen, ich mache mir Notizen in der Beratung, telefonisches Gespräch, und dann gebe ich Ihnen diese Programme. So. Und bei Matrix Clean Videos sind das nicht maßgeschneiderte, weil ich gar nicht weiß, wer die Videos sich anschaut, sondern das sind universelle Programme. Sie wirken genauso gut, aber die sind trotzdem universell. Das heißt, nicht ich muss herausfinden, für welches Problem gebe ich jetzt welches Programm, sondern das machen die Kunden, Patienten selber, dass sie sagen, ich habe ständig Migräne und die Ärzte können mir nicht helfen. Meine Ohren pfeifen, niemand kann mir helfen. Oder ich habe ständig Darmprobleme oder Magenprobleme oder was auch immer für Probleme. Oder ich finde keinen Partner. Ich finde keine Freundin, ich finde keinen Mann. Ich kann Menschen nicht ansprechen, die Menschen meiden mich. Und solche Probleme gibt es auch. Dass ich für wirklich jedes Problemchen
ein Video mache, hochlade und die Leute entscheiden selber, welches Video sie nehmen. Und weil das Videos sind, die schon gespeichert sind, ist das für die Leute auch wesentlich günstiger, als wenn ich meine Zeit für eine einzige Person einsetze. Mit anderen Worten, Matrix Clean Sitzungen sind maßgeschneiderte, ob jetzt in einer Beratung oder einfach so aus der Ferne. Und die Matrix Clean Videos sind universelle Gesetzmäßigkeiten, deshalb muss ich also für jedes Programm muss ich ein Video machen. Und die Leute entscheiden dann selbst, welches Video sie nehmen. Oder wie oft sie sich das anschauen. Also wenn sie ein Video einmal gekauft haben, können sie sich das Video so oft wie sie wollen innerhalb 24 Stunden anschauen. Ich finde, das ist ein unglaubliches Angebot. Ja, also ich finde das ein sehr großzügiges Angebot. Und je öfter man sich das anschaut, desto intensiver wird ja dann auch noch die Wirkung. Und die Leute können vor allen Dingen auch selbst entscheiden, wie stark sie die Unterstützung möchten oder auch je nachdem, wie gravierend die Probleme sind, die jemand hat, kann man sich entscheiden. Ich habe das erlebt, dass wenn dasselbe Programm, wirklich exakt dasselbe Programm gegeben wird, hintereinander, dann wirkt das immer tiefer. Und interessant ist, wenn du ein Programm gibst, die energetische Konfiguration soll wiederhergestellt werden, dann tauchen die Probleme, die bis jetzt gar nicht gesehen worden sind, erst auf. Der Betroffene sieht das gar nicht, merkt das mache ich. Das heißt, es gibt Leute, die ich habe jetzt ein Angebot drin, wie lange ich das noch machen kann, zeitlich weiß ich nicht, aber die Leute zahlen für 3 Sitzungen, bekommen aber 4. Also unglaublich günstig, ein sehr günstiges Angebot. Und ich gebe die erste Sitzung, ich sehe ja die Reaktion der Seele, des Körpers und so weiter. Und dann die nächste Nacht, wenn ich dieselben Programme geben will, dann tauchen auf einmal andere Probleme auf. Dann sehe ich dort einen Schatten, hier einen Knoten, dort sehe ich eine Bindung. Und das ist der Grund, warum es auch Sinn macht, so ein Kombipaket zu buchen, weil jedes Mal die Programme tiefer gehen. Und etwas, was mich einfach glücklich macht, ist, dass wenn ein 17-jähriges Mädchen unter Druck geraten ist von der Schule und diese Covid-Impfung bekommen hat und bettlägerig geworden ist und sie konnte nicht mal aus dem Bett steigen und auf Toilette gehen, sie konnte sich überhaupt nicht bewegen, ohne dass es ihr höllische Schmerzen bereitet hat. Also ihre Mutter bucht so eine Matrix Clean Sitzung, ich gebe ihr die Programme am Telefon, wir haben so gesprochen und ich habe ihr die Programme gegeben und am nächsten Tag war sie wie ausgewechselt. Sie konnte wieder auf Toilette gehen, sie konnte rumlaufen, ohne dass es ihr wehgetan hat. Das ist wirklich wie ein Wunder. Und dann macht es natürlich Sinn, so ein Kombipaket zu buchen, weil es jedes Mal mehr in die Tiefe geht. Eine so junge Frau, die sich eigentlich umbringen wollte und die Mutter hat gesagt, warte noch, ich guck mal, ob ich jemanden finde, dann hat sie mich gefunden. Und jetzt, das muss man sich mal vorstellen, nach 2 Wochen, nicht 2 Jahren, 2 Wochen, dieses Matrix Clean Programm von mir, hat sie wieder angefangen zu joggen. Das muss man einfach mal kurz, oder arbeiten auch, sie arbeitet wieder, um ein bisschen nebenbei Geld zu verdienen. Das ist einfach unglaublich. Also ich betrachte es nicht unbedingt als mein Werk, das ist sein Werk, dass diese Programme von göttlicher Bibliothek auf Menschen übertragen werden können und dass der Körper und die Seele das annimmt, aufnimmt und umsetzt. Das macht der Körper, sowas macht mich einfach glücklich. Ja, du gibst ihnen quasi die Möglichkeit, endlich wieder ihr Leben zu führen. Richtig. Und es auch genießen zu können, ein qualitativ hochwertiges Leben. Ein sehr wichtiger Bestandteil meines Auftrages ist, den Menschen zu sich selbst zurückzuführen. Dass der Mensch nicht einem anderen Menschen folgt oder irgendeine Idee oder irgendeine Religion oder Religionsführer oder was weiß ich, Verein und Firma und Kirche, sondern eigenem Herzen. Jeder Mensch hat nur eine einzige Möglichkeit, glücklich, erfolgreich und reich zu werden. Und das ist, wenn er seinem eigenen Herzen folgt. Und dafür muss der Mensch sich selbst ja auch kennenlernen. Und das ist eine der wichtigsten Hauptaufgaben von mir, Menschen zu helfen, zu sich selbst zu finden. Und diese Matrix Clean Programme helfen ja, alles was irgendwie da ist und stört, alles was belastet und so weiter weg, damit der Mensch sich so erkennt, wie er eigentlich ist. So fühlt und so lebt und denkt und handelt, wie er eigentlich ist. Und wenn mir das gelingt, beziehungsweise demjenigen, macht mich das einfach glücklich.
Liebe Lichtwanderer, ich weiß, dass ihr manchmal verzweifelt seid, dass ihr Probleme habt und ihr denkt, ihr könnt sie nicht lösen. Ihr denkt, die Probleme sind größer als ihr. Ihr denkt, ihr seid zu alt, ihr seid zu hässlich, zu dick, zu dünn, zu was auch immer. Und ihr denkt, ihr könnt diese Probleme nicht lösen. Und dann bekommt ihr Angst, ihr bekommt Panik, ihr werdet wütend oder ihr wollt einfach aufgeben und alles hinschmeißen. Aber ihr habt gehört, wozu Seid in der Lage ist. Er kann euch wirklich helfen. Und deshalb nutzt diese Möglichkeit und kommt auf Seid zu. Es lohnt sich einfach. Tut es für euch, für euer Leben, weil ihr es verdient habt, glücklich zu sein, reich zu sein, ein erfülltes Leben zu haben, dass ihr das erfüllt, warum ihr eigentlich hier seid auf dieser Welt. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles erdenklich Gute, eure Evi.